Das ist eines der meist umlagerndsten Fahrzeuge auf dem ganzen Caravansalon in Bern. Es ist ein Wingam Oasi 540, 5,40 Meter lang, komplett aus GFK und es ist der absolute Raumhammer, so kann man sagen. Also so viel Raum auf so wenig Metern, das ist unglaublich. Das ist fast unmöglich, ja. Das muss man gesehen haben. Von der Höhe zum Stehen, zum Platz nehmen und vor allem die Funktion, das Raumwunder, was innen drin gibt, für 5,40 Meter Länge. Das ist wirklich so. Das heißt, das Ganze ist hochqualitativ gefertigt, komplett aus GFK, Monocoque. Das heißt, die Werkzeuge allein, die man hier fertigen muss, das ist richtig aufwendig hier, oder? Das ist eine sehr groß aufwendige Herausforderung. Und das Fahrzeug wird natürlich nicht von innen nach außen gebaut, sondern von außen nach innen. Das heißt, das steht auch ohne Möbel? Der steht auch ohne Möbel. Also wer sich auskennt, Thema irgendwie ziehen, klappern, knarzen und so weiter, ist wahrscheinlich so wenig wie möglich, oder? Das ist fast also alles wegbedingbar, weil die Möbel sind alle eingeschraubt und geklebt und nicht nur geklebt. Okay, das heißt, wer sich ein bisschen auskennt, das hier ist Schiffsbautechnik. Das heißt also, man hat wirklich einen Monocoque mit dem Unterschied, dass es nicht schwimmen wird wahrscheinlich untergehen. Aber das ist die gleiche Technik, man kann es reparieren sehr gut, oder? Ist relativ schnell und kostengünstig reparierbar, wenn eine Beule oder ein Kratzer entstanden ist. Und es ist sehr widerstandsfähig. Ja, und man hat einen riesen Vorteil, die Windgeräusche sind gegen Null, weil die Form natürlich so windschlüpfrig ist, dass man wenig Windgeräusche hat, oder? Vor allem keine Kanten, keine Übergänge und durch das auch eine gute Stabilität in der Verdrehung des Fahrzeuges. Ja, und man hat vollkommen Undercover. Man kann damit in die Stadt reinfahren. Man hat bei 5,40 Meter in der Schweiz sogar noch 60 cm Platz hinten, oder? Das ist so. PW gibt es schon längere. So 6 Meter ist ja hier Standard. Doppelbodenkonzept ist auch nicht normal, oder? Es ist ein Sandwichbodenkonzept mit Bodenheizung, belüftet. Durch das ist ein dicker Boden, auch keine Kaltbrücke vorhanden. Das ist wichtig. Also das heißt, also ein Service quasi wie bei Kabe mit Heizung. Was ist da drin, eine alte? Das ist eine Luftheizung mit Gas oder je nach Wunsch Diesel, was man. Komm, wir gehen mal gerade ein Stück zurück, dass man nochmal sieht, 5,40 Meter, da sind wir eigentlich bei einem etwas längeren VW-Bus. Also der lange Radstand hat, glaube ich, ziemlich genau 5,40 Meter. Und hier hast du aber einen Raum. Der Stand ist 3 Meter. 3 Meter, das heißt, der wendet auf der Stelle. Fast, ja. Das ganze Fahrzeug ist 5,40 Meter. Sag mal, man erkennt ja wirklich nicht, wenn man da davor steht, ja, was da innen für ein Raum drin ist, oder? Das muss man gesehen haben, ja. Ja, das werden wir gleich mal machen. Wir gehen gleich mal rein. Die Chefin ist da, das Ding wird gebaut in Italien? In Verano, in Italien. Guck mal, wie schön das hier gemacht ist alles. Hier, die Kanten, es gibt keine Kanten, es ist alles rund. Es gibt keine Kanten und keine Wasserangriffspunkte für Zersetzung oder so. Ja, ihr habt eine Sogtoilette drin. Die Schweiz ist ja dafür bekannt, dass Schweizer gerne Ski fahren. Du fährst gerne Ski? Ich fahre viel Ski, ja. Ja, ist der wintertauglich? Total wintertauglich. Die Tanken sind auch isoliert und geheizt. Und die Isolation ist natürlich sehr gut auf Winterbasis gebaut. So, jetzt der noch auf Mercedes-Benz. Kommt der bald? Es gab ein Mercedes-Benz und wie auch andere Marken, aber zurzeit ist nichts im Programm, wo ab Fiat anders käme. Ich muss sagen, der neue könnte ändern. Man muss sagen, der neue Fiat 9, der ist richtig gut geworden. Also das ist auch innen drin jetzt PKW-Feeling. Er ist ein bisschen leiser geworden. Leiser, Leistung und mehr PW-Feeling, genau, ja. Ja, ich habe auch gehört, dass AdBlue funktioniert jetzt. Sollte funktionieren, ja. So, jetzt hat man hier überall GFK. Das heißt, das ganze Ding ist ein Monocoque. Alles ist aus einem Guss. Alles ist aus einem Guss, was über das Fahrzeug geht. Boden wird natürlich separat eingesetzt, weil es andere mit Kanälen andere Dicke und Form hat. Wahnsinn, so. Da ist dabei die Kamera. Ja, Schweiz ist ja das Land unter 3,5 Tonnen. Hat er unter 3,5 Tonnen? Der hat ca. 650 Zuladung. 650 Kilo bei 3,5 Tonnen. Bei 3,5 Tonnen. Echt? Ja.
Das ist in der Schweiz immer ein Problem mit dem Gewicht. So, die Breite ist auch wichtig in der Schweiz. Alles, was über 2,20 ist, gibt ein Problem? Nee. Ist 2,24, haben wir kein Problem. Ich kaufe ihn nicht. Es ist 4 cm so breit. Ja, nein, das ist... Das aber geht. viele haben mit 2,30 oder sogar noch mehr. Das ist, 2,23 ist es natürlich mit dem kurzen Radstand oder dem kurzen Fahrzeug trotz seiner guten Wendigkeit und Passform. ihr habt eine ultra coole Aufbautür. Die ist auch sicher. Das heißt, die hat hier, guck mal hier, was die gebaut haben hier drin. Das ist wie ein Boot, ja, oder? Ja, das ist wie ein Boot oder vor allem enorm nicht zerstörbar. Stabil. So Und GFK. patentiert von Wingham. Da, wenn du die Tür mal zumachst, will mal hören, wie die klingt beim Zumachen. Ob die satt ist. Nochmal. Mach nochmal zu. Das ist ja geil. Das klingt wie bei einer Feuerwehr, weißt du? Das ist richtig gut. Das ist gut. Trotz, dass die Tür so kein Gewicht hat, ist sie klingt super satt. Ist auch das Originalschloss von Fiat Ja. mit der Zentralverriegelung, um das ganze Fahrzeug mit reinzuschalten. So, Fliegengitter haben wir drin. Dann da vorne, was ist da eingebaut? Hier oben? Das ist Außenrollo zum Öffnen und Schließen. Ach so, der ist hinter einer Glasscheibe. Hinter einer Glasscheibe? Mit Jawohl. Mit Das ist ein Magnet? Oder? Magnet, ja. Nee. Quatsch, zeig mir das nochmal. Langsam. Er muss da auf, dann geht es besser. Da ist ein Magnet. Das ist ein Magnet. Okay, das heißt, der wird nicht schmutzig. Kann ich sogar fortnehmen. Nochmal, mach nochmal, langsam. Gehst ein Magnet dran, dann schiebst du es hoch. Genau. Und hier ist die Schließung. Sag mal, ich habe ja schon viel gesehen, aber ich habe sowas noch nie gesehen. Ja? Oder? Kennen wir schon lange. Ja, du kennst das schon lange, aber ich nicht. So, Wingham, also es hat eine außergewöhnliche Form, es ist sehr kurz, das fällt den Leuten auf, oder? Das ist das. Das sagen sie immer, da hat es ja keinen Platz. So, jetzt geht man rein. Weißt du, was wir machen? Ich setze mich mal gerade mal auf den Fahrersitz oder den Beifahrersitz und du wartest mal gerade, ich rufe dich, dann kommst du rein. Dass wir das mal gerade mal den Raum sehen, weil das muss man gefilmt haben. So, komm mal rein. Wir sind auf einem 5,40 Meter Auto. So, das Bett ist natürlich versteckt, das werden wir gleich erst zeigen, aber du kannst den kompletten Raum jederzeit nutzen, weil das Bett nicht im Weg ist. Voll und ganz und ohne was zu verräumen, Ja. kann auch das Bett wieder benutzen oder umgekehrt. Auch das Bettlaken und der Überzug oder was man hat, die Decken, kann man drauf lassen. So, das heißt, die ganzen Auflagen lässt man drauf. Hier hat man runde Formen gewählt, sogar bei der Spüle bzw. der Küche. Du hast eine riesen Küche für die Größe und du hast nicht eine Küche, die irgendwie am Eingang ist, weil der Eingang hinten ist, hast du keinen Platzverlust in der Mitte. Total kein Platzverlust und super Ablagefläche. Hey Jungs, wir sind auf 5,40 Meter. Das ist normalerweise Kastenwagenformat, ja, kleiner Kastenwagen oder VW-Bus-Format. Höhe von dem Fahrzeug? Knapp 3 Meter. Knapp 3 Meter. Genau 3 Meter, ja. So, genau 3 Meter. Hier hast du eine riesen Sitzbank, auf der du mindestens 5 Personen drauf kriegst. Wenn nicht hier 6, 7 Personen, wenn eine kleinere Person, dann kannst du den Tisch wahrscheinlich noch ausziehen oder was kannst du machen da? Nein, das ist. Der ist fix. Kann man Man kann ihn machen, bewegen. Aber, dieser ist fix. Der ist Oder fix. Verstellbar, aber nicht ausziehbar. So, das ist noch der alte Ducato. Die neuen kommen ja jetzt alle auf Ducato 9. Genau, ja. Die sind erst jetzt im Bau. Sind im Bau. So, hier haben wir ein bisschen Leder mit drin. Warte mal gerade, ich muss das erstmal verdauen hier. Das ist mir alles viel zu kompliziert. Wenn du dich mal gerade dahin setzt, bitte, auf den Beifahrer, mach mal, dass wir das mal sehen. Also wir sitzen uns gerade gegenüber, jetzt kann man hier locker reden. Könnt jetzt einen Kaffee trinken oder so irgendwas, ja. Da oben ist das Bett drin mit Beleuchtung. Sag mal, die Leute müssen dir das Ding nur aus den Händen reißen, wenn du mal gerade 90.000 Franken hast, oder? Ja, das ist. Und die Möglichkeiten sieht man erst, wenn man das Fahrzeug hat. Wie Features, wie das Licht auch einzeln umstellbar oder alle miteinander mit Schalter. Ja. Dimmbar? Ist es dimmbar? Nein. Das ist nicht so schlimm, aber man kann die ja ausmachen, hat dann die indirekte Beleuchtung von der Küche, hat man drin. Es riecht auch nicht nach GFK, weil viele Boote, die riechen fürchterlich nach GFK, hier gar nichts. Bei den Booten ist das Problem neu, immer auf dem Wasser und geschlossen. Das Ja. ist eine geschlossene. Er ist neu, aber man riecht Geht. nicht.
Also es ist fast nichts zu riechen. Nach 3 Monaten riecht man nichts mehr. Das ist wie bei zu Hause neue Möbel, riecht es einen Moment lang. Aber So. das gar nicht. Ihr habt ja kein billiges Verdunklungssystem reingemacht. Ihr habt ein richtig klasse, das auch abdichtet. Das heißt, man kann damit auch Energie sparen. Zeig mal bitte, wie das rausgeht. Hier vorne. Welches? Das Rollo vorne. Aha. Okay. Siehst du? Das ziehst du einfach hoch. So, und das isoliert natürlich auch entsprechend. Genau. Und die Seitenrolle dasselbe. So, und da ist wahrscheinlich das Standardsystem drin. Ja, genau. Ja, habe ich verstanden. Ist okay. Genau, wenn du vorne nochmal aufmachst. Das Coole ist, du hast hier Privacy. Das heißt, du kannst nur ein bisschen aufmachen, da kann man nicht reingucken. Aber du kannst rausgucken. Ja. Marcel, ihr habt das schon lange im Programm, Wingam? Ich glaube, ca. 3 Jahre. Ja. Neu aufgebaut, jetzt in der Schweiz als Importeur. Und am Junior hat das komplett übernommen. Ja. Das heißt, der macht jetzt die Arbeit und du machst Urlaub endlich. Er macht das alle. Er gibt mir heute viel mehr Arbeit als zuvor, weil ich mache viel der Umbau und Spezialanfertigungen, was der Kunde wünscht. Okay, das heißt, wenn er jetzt sagt, ich hätte gern Solar oder Lithium oder irgendwas, kein Problem geht. So, Kann der Kunde auch selber auslesen, wie was. so zeig mal gerade, was ist da noch drunter? Also da sind Schubladen, mach mal auf. Das sind Diesen- Schubladen. Aus richtigem Holz, also kein Pressholz. Ich habe eine eigene Schreinerei, Ja. wo das alles einpassen selber. Man sieht es auch, es ist auch Handfertigkeit. Das ist gut gemacht. Sind nicht maschinell, das machen sie alles selber. Ja, ist keine Riesenfirma, muss man sagen. Also die bauen ja keine 10.000 im Jahr, oder? Nein, das ist aus der Zeit der Generation eine Firma, die über 40 Jahre schon besteht. Und So, das Spülbecken ist natürlich gedacht für große Pizzateller in Italien. Das heißt, man hat richtig Platz. ist auch selber hergestellt von Ihnen, GFK. GFK. Das ist natürlich GFK, ist ja klar. So, jetzt geht es aber noch weiter. Doppelflammen-Kochfeld mit Piezo-Zündung an einen Kompressorkühlschrank. Absorber. Absauber. Aber je nach Wunsch. Auf Wunsch, also kann man auch Kompressor machen. So, dann jede Menge Staufächer hier oben. Mit Gasdruckdämpfern. Aber das Highlight, Schiene, damit nichts rausrutschen kann. So, das da unten ist das Besteckfach. Das ist da Aus mit Holz. mit Holz. So, hier drunter ist noch Stauraum unter dem. Hier ist für, mit der Fahrgelegenheit ist für 4 Plätze. Kann man Mittelsitz und die Sitzkappe aufpassen. Dann Ah, hat man okay. Für 4 Dass man die Beine, hier vorne sind die Gurte. Genau. So, man kann aber ein optimales Zwei-Personen-Fahrzeug, weil hier könnte auf der Sitzgruppe auch einer schlafen. Das heißt, wenn man hinten die Polster wegnimmt, ist es so breit, dass man schlafen kann für eine Person. Genau. Mit Rückbank. Toll. Also du hast mich schon überzeugt. Man muss das System erklären. Das ist ein GFK Monocoque. Das ist kein Holz, Aluminium, irgendein Käse, sondern das hier ist Schiffsbau eigentlich, oder? Kommt vom Schiffsbau. Die Firma, die Wingheim gehört, hat mit Schiffsbau angefangen vor über 40 Jahren. Ja, es sieht auch so aus, das Logo, wenn ich hier drauf gucke, sieht auch aus wie ein Schiff. So ein kleines bisschen Made in Italy. Jetzt kommt das Highlight, ist das Bett. Das hast du in Sekunden, glaube ich, umgebaut. Mit einem Handgriff. Das war's. Das war's. So, da gibt es eine kleine Leiter zu. Wenn ich denn nicht über das Polster hochgehen will, das Mit der Leiter. kann ich mit der Leiter rein. So, und da hast du richtig Liegefläche, ich schätze mal 1,40 Meter, 1,30 Meter. 40 auf 2 Meter. 2 Meter mal 1,40 Meter. Und das Schöne ist, es ist stabil, bis 400 Kilo belastbar, was wir Okay. hoffentlich nicht brauchen. Aber man kann die Arme und man hat keine Wand. Ja. Wir haben noch Luft. Ja. Und die Raumhöhe. Das Coole ist, je nachdem, wo man steht, kann man entweder in die eine oder in die andere Richtung schlafen. Dann ist der Kopf immer oben. Das ist ganz gut. Man kann auch Hubstützen einbauen, aber das wird dann zu schwer, oder? Nicht unbedingt. Mit der Nutzlast, wo wir so viel Nutzlast haben, ist das kein Problem. Ja, man muss aber aufpassen mit der Nutzlast. 100 Kilo da, 100 Kilo da. Genau, die heutigen Stützen sind Einzelmotoren, die sind nicht mehr so schwer wie früher mit der Hydraulikpumpe. Das geht. Das heißt, also man könnte ja auch nur Stützen vorne machen oder nur welche hinten, aber das Einfachste wäre 4 Stück. Das ist so. So, wenn du es nochmal hoch machst, mach mal hoch. Ist das schwer?
Nein, das ist... Nochmal bitte runter. Das war jetzt so, du hast das so easy gemacht gerade. So, warte mal kurz, da ist ein Lattenrost, kleines. Ja, ein richtiges Lattenrost. Jawohl, ja. Auch das Bett ist aus GFK. Das schon, das ist die Abdeckung für die Ja. Lampen. Und das ist natürlich ein Alurahmen. Krass. So, jetzt langsamer hochmachen. Und das ist nicht schwer. Mit Nein. 2 Fingern kannst du es machen. Das war's. Das hat mit speziellen 4 Dämpfern. Und die Auflagen können liegen bleiben oben. Kann alles liegen bleiben. Die Höhe haben wir enorme Kopfhöhe, die Hitze, kein Hitzestau. Durch Das ist enorm. Ich bin jetzt 1,83 m und das Coole ist, dass hier ist ja jetzt der, ich sag mal, tiefste Punkt. Wir sind fast 2 Meter Stehhöhe. 2 Meter. Die Stehhöhe hier über mir. 2 Meter. 2 Meter, 2 genau. Meter. So, jetzt haben wir. 1,99, ja. So, jetzt hat es auch ein Bad, oder? Ein Heckbad. Haben wir, ja. Wow! Boah, ist das riesig. Und das ist auch Monocoque, das heißt alles aus GFK? Alles aus GFK. Und kann alles nachts machen, ist kein Holz, wo Wasser kann aufsaugen. So, das heißt hier oben, da kann man jetzt einen Duschvorhang reinmachen, wenn man das möchte. Genau. Wenn man nicht alles nachmachen möchte, aber man muss nicht. Man muss nicht, das ist nur spiegelnass und alles. Ich bin auch Wöhler, das ist nicht etwas, aber es macht nichts, wenn alles nass wird. Gehen wir gerade rein, dass man das mal sieht. Es ist unglaublich, hat eine ganz tolle Akustik im Klo. Das heißt, es schallt nicht, gar nicht. Das ist, weil es noch isoliert ist mit den Matten auf der Seite. Hört man auch, das Wasser ist nicht so laut mit dieser Isolation. Stark. Boah, ist das ein Platz hier drin. Du denkst wirklich, du wärst auf dem Auto von 7 Meter Länge, oder? Und innen drin glaubt man sich, dass nur 45 ist. Ja. So, hier ist eine richtige Dusche drin. Tankvolumen, was hat er? 100 Liter. 100 Liter. Das ist, wenn man ein bisschen sparsam duscht. Man muss ja nicht immer laufen lassen. Dann kommt man mal so mit 5, 6 Liter kommt man hin, oder? Beim Duschen. Ich würde sagen. Ja. Denke ich auch. Das heißt, man kann so 10 Tage duschen. So, das Klo ist eine Kassettentoilette. Da kann man auf Wunsch natürlich auch eine Trenntoilette machen, oder? Kann man auch, Wenn man will. wenn man will. Okay. Aber ich nehme an, die meisten Schweizer wollen Chemietoiletten, Ja, genau. Kassettentoiletten. So, was ist daneben noch? Ein Schrank, oder? Daneben haben wir noch Kleiderschrank. Ja. Je nach Wunsch mit Regalen oder nicht. Boah, ist das riesig. Kannst du also richtig Jacken, alles reinhängen. Die Isolation, die macht einen richtig guten Eindruck, oder? An der Die Seite. Isolation ist perfekt. Ja. Also es geht kaum Wärme verloren. Gasflaschen 2 Stück, Duo-Control? 2 Stück. Duo-Control? Genau. Okay. Heißt, die schalten automatisch um und nochmal Und Stauraum. Schuh beschafft oder Ja, das ist so wichtig, ein Schuhraum. Wenn man vor, du fährst in Ski und so weiter, du hast die Sachen, rein, ja. kannst du alles reinmachen. Skier kannst du hinten reinmachen, oder? Die Skier, ja, da müssen wir relativ. So, jetzt kommen die Leute und fragen Fahrrad, Anhängerkupplung oder was willst du machen? Kein Problem, die Heckwand oder die Wand sind so stark, kann man jedes auch für Elektrofahrräder mit Hub. Fahrradsystem. Also mit Hub, ich kann sie ganz hochheben. Genau. Okay, verstanden. So, hier vorne ist die Truma. Da ist drin eine Truma 4 oder 6? Das weiß ich jetzt nicht auswendig, nix. was drin ist. So, aber das gibt es auch mit Elektro auf Wunsch. So, ein CBE Bedienpanel habt ihr reingemacht aus Italien. Genau. So, und das ist, ja, also du hast mich überzeugt. Ein ganz anderes Konzept. Also GFK Monocoque, das heißt alles extrem verbindungssteif. Das ist wirklich so hagelfest. 100%ig Wasser. Und für die Ewigkeit gebaut. Das heißt, du kannst, solange das Nutzfahrzeug läuft, ich meine, es wird ein bisschen schwer, die Kabine umzusetzen. Das wird, glaube ich, unmöglich. Das aber ist unmöglich. Aber ich habe ein 37 Jahres Fahrzeug als Kunde. Das Auto, das Chassis und das ist noch ein Peugeot. Der ist langsam komplett defekt. 37 Jahre. Die Karosserie ist außer des Aufbaus noch. Ja. Außer man kriegt auch Austauschmotoren für ein Apfel und ein Ei. Man nimmt einen gebrauchten Austauschmotor, 1500 €. Das ist so, also ich finde es toll. Komm, wir gehen mal raus, viele Leute warten. Ihr habt noch ein zweites Auto, das werden wir gleich mal filmen, was da ist. Das steht hier oben, das ist auch komplett aus GFK? Das ist auch, wir haben nur aus GFK, wie auch die Wohnanhänger, sind alles voll GFK. Der ist jetzt ein bisschen länger? Der ist 6,10 Meter. Das ist auch nicht lang, oder? Ist auch kurz, ja. Mit Kajütenbett. Mit Kajütenbett? Oder Stauraum zusätzlich. Kann ich so zeigen. Ey, wenn du mal kurz mal wartest, wir machen ein extra Video. Ich bin so begeistert von dem 540er, dass wir den extra filmen, weil das ist schon, man muss das Konzept erklären. Es ist
kein normales Fahrzeug. Es ist was ganz Außergewöhnliches, oder? Das muss man berühren und schauen und einsteigen, nicht nur im Katalog. Die Leute, die kommen, hier sind ja auch viele Leute, die einfach mal so gucken kommen, ja, vielleicht aus Bern und so weiter. Sehen die den Unterschied? Enorm, enorm, und ich habe so viele Komplimente bekommen und Leute sind andere Leute noch holen, um das Fahrzeug zu besichtigen. So ist das. Ich hoffe, du hast den Wohnwagen vorne gesehen, der auseinanderfaltet. Hast du den gesehen? Das ist eine Dreier-Kombination. Ist auch nicht schlecht, oder? Das ist mal was anderes, ja. So, und wenn man den hinten dran hängt noch, ja. Das wäre perfekt. Tschüss, alles Gute, Marcel. Danke vielmals. So, dein Sohn, der heißt wie? Wolf Denny. Wolf Denny. Also wenn du das hörst, dein Papa hat es gut gemacht, ja. Tschüss. Ja, danke.